Leute, ich bin gerade das erste Mal seit langem wieder in meinem GT3 unterwegs. Also was heißt seit langem? Das letzte Mal war ich in Österreich, da lag Schnee und jetzt, heute kam mal so richtig schön die Sonne raus und da dachte ich mir, das kann ich mir echt nicht entgehen lassen und ja, ich muss mal eine Runde drehen, weil ich bin jetzt echt schon lange nicht mehr so auf der Autobahn gefahren und so. Ich meine, ich kann es nicht übertreiben, weil der Wagen hat immer noch die Winterreifen drauf. Ich wohne im Sauerland und da sollte man die so lange wie möglich drauf lassen, weil es kann jederzeit doch noch mal Schnee liegen. Deswegen fahre ich heute mal unter, was steht hier, 240 ist die Höchstgeschwindigkeit, die ich damit fahren darf. Ich glaube, das halte ich heute mal aus. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit bei meiner kleinen Runde hier. Ich muss mal gerade irgendwie meinen Außenspiegel sauber machen. Ich sehe nämlich nichts mehr dadurch. Die sehen ja aus wie Sau. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt hier irgendwie noch so ein Tuch umfliegen habe. Sieht schlecht aus. Oh, der Olli ruft an. Hallo Olli. Jo, Sophia, hi, grüße dich. Alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Wie komme ich denn zu der Ehre? Ich bin gerade im GT3 unterwegs, stehe hier gerade auf dem Rastplatz und ja, wollte ein bisschen das Wetter genießen. Und was machst du so Feines? Ja, das ist ein schöner Zufall. Ich bin nämlich in meinem AMG gerade unterwegs und wollte eigentlich Richtung Autobahn, aber da kommt mir eine geilere Idee. Lässt du mich mit deinem jetzt endlich mal fahren, um GT3? Ja, warum nicht? Ich meine, ich bin eh gerade unterwegs. Schick mir doch einfach mal deinen Standort zu und dann würde ich sagen, treffen wir uns irgendwo. Ja, sehr geil, auf jeden Fall. Schicke ich dir rüber, dann bis gleich, ne? Ja, super, bis gleich, ich freue mich. Dann mal gucken, ob wir den Olli jetzt mal finden. So, hier muss das jetzt irgendwo sein. Ich sehe ihn noch nicht. Einmal muss ich ja doch noch mal gucken. Gib noch mal Gas. Zeig noch mal, was das Ding so zu bieten hat. Wahnsinn, ja. Ist gut, ne? Ist ganz okay, ja. Du Olli, dein Auto sieht ja ganz schön dreckig aus, ja, muss ich ja mal sagen. Verhältnis ist ja richtig. Da bin ich ja echt enttäuscht von dir. Das sollte man nicht machen. Hier, Handwash only, da steht's. Du willst heute auch mal GT3. Ja, Traust du dir das zu? ich bin den GT3 Spiegelei vor zig Jahren mal gefahren. Den als 996. 996. Spiegelei. Ich nenne nur Spiegelei. Ja. Was ist das denn hier? Hast du das dran gemacht oder ist das so Serie? EU, weil die Reifen zu breit sind, müssen die Dinger drauf sein. Das ist bei deinem nicht, ne? Weil der angeblich sonst zu weit rausstehen würde. Ich sehe das jetzt nicht so, ne? Also beim Coupé könnte man noch drüber diskutieren, aber bei der Limo geht's ja, ne? Ja, gehen wir mal rüber, oder? So, lieber Olli, ich sehe gerade, du schnallst dich schon mit dem 6-Punkt-Gurt an. Ja, wenn schon, denn schon. Ich würde dir davon abraten, weil die sind nicht zulässig im Straßenverkehr. Deswegen nimm den Anschnaller zu deiner Linken. Perfekt. Das habe ich auch schon ein paar Mal gefragt bekommen. Diese 6-Punkt-Gurte, die sind wirklich nur für die Rennstrecke gedacht. Die sind nicht straßenzulässig. Das hat den Grund, wenn man mal einen Unfall baut, weiß nicht jeder, wie diese Dinge aufzumachen gehen. Wenn da noch mal so ein Sanitäter kommt oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Fakt ist, die sind nicht zulässig. Also wenn du damit angehalten wirst, ich habe keine Ahnung, was dann passiert, ob man da irgendwie eine Strafe bekommt. Für einen normalen Straßenverkehr nehmen wir die, weil wir fahren ja jetzt nicht Rennstrecke. Stell dir mal so alles so ein, wie du meinst. Das Lenkrad muss erstmal ein bisschen höher. Ja, der Olli ist natürlich auch ein bisschen größer als ich. Ja. Genau. Sitzverstellung gibt es nicht viel, bis gar nichts. Nee, ne? du kannst nur nach vor vorne und nach zurück. Genau. Es ist was ganz anderes als dein C63S. hinten. Okay. Weil ein C63S, wie viel PS hat der? 500 irgendwas? 512. Okay, der hat zwar weniger, Der ist leichter. aber das Auto, du wirst merken, du merkst jede kleine Bodenwelle. Das heißt, beide Hände richtig fest an Lenker. Als ich das erste Mal damals mit diesem Auto gefahren bin, habe ich mich saumäßig erschrocken, weil man muss wirklich bei jeder Bodenwelle extrem aufpassen, dass dir das Auto nicht nach links oder rechts schlägt. Der hat Winterreifen drauf. Du siehst, wir haben hier irgendwo, wo ist es? Da steht es irgendwas mit 240 Maximum. Das heißt, die dürfen wir nicht überschreiten. Kriegen wir wohl hin, oder?
Ich muss gerade dazu sagen, Olli ist der allererste Mensch, außer mir und Klaus, der diesen GT3 gerade fährt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh mein Gott. Langsam. Ich würde sagen, fahr dich wirklich... Motorsound ist richtig geil. Das kommt mir vor, als ob der komplett leergeräumt wäre. Ja, jetzt habe ich erst die Klappen aufgemacht. Oh ja, da kommt es Nachgeböllere. Aber da ist mein Pott ein bisschen lauter. Also bei 4000 fängt der GT3 erst an, hinten wirklich laut zu werden. Okay. Ich fange langsam an. Fang langsam an. Ich bin eine ganz schlechte Beifahrerin. Erst recht, wenn es ums eigene Auto geht. Läuft doch komplett. Beide Hände bitte ans Lenkrad. Du bist ein Schlitzer. Oh Gott. Nee, glaub mir, du Der wirst fährt ruhiger als meiner. Glaub mir, bei einer Definitiv. Bodenwelle wirst du es gleich merken. Hier ist schön glatt. Die Bremse ist arschweich, ne? Ich werde schon wieder rot. Wird ein bisschen... Jetzt werden sie weich. Nur weil wir jetzt bei 40 Grad sind. Kennst du das? Wenn du in eine Achterbahn einsteigst und im selben Moment, wo die losfährt, noch denkst, kann ich doch aussteigen. Nein. Um Gottes Willen, Olli. Ich mach doch gar nichts. Was ist das denn? Ich sag ja, ich bin eine ganz schlechte Ich Beifahrerin. weiß, ich aber auch. Wie gesagt, Olli, du bist der allererste Mensch, der dieses Auto fährt. Außer meinem Freund. Ja, und was sagst du so, erster Eindruck? Ich habe mir von der Beschleunigung wegen des Gewichtsverhältnisses im Verhältnis zu meinen 512 PS beim AMG nochmal mehr erwartet, dachte ich. Geht gut, aber ich, wie gesagt, habe ein bisschen mehr erwartet. Du hast aber auch Turbo, das hat der natürlich nicht. Das kannst du nicht vergleichen. Ja, ist nochmal anders. Also man merkt das so richtig, wie du sagst, so ab 5, 6, 7.000 da oben, da dreht er natürlich nochmal. Das habe ich natürlich durch den B-Turbo im unteren Bereich schon ab 2000 problemlos anliegen. Aber dass der so nachläuft oder hubbelt oder so. Also ich bin ja vorher einen Z4 35i gefahren, da vor den alten Z4, den E85. Kann ich nicht feststellen. Da war das beim Z4 schlimmer. Okay. Bei dem war das auch wirklich ganz Echt? extrem. Okay, beim Je nachdem, Z4. was du für Reifen drauf hattest, war das ganz beschissen. Richtig Du hattest auch unangenehm. Cabrio, oder? Coupé. Cabrios sind ja nein. nochmal schlimmer, ne? E85 hatte ich Cabrio und E89 gab es ja nur Cabrio. Ja. Okay, also mit Hardtop. Ich weiß jetzt schon, ich werde mich gleich kaputt lachen, wenn ich das Video schneide. Bei meinen Gesichtszügen so zwischendurch. Na komm. Der Porsche-Effekt ist aber echt geil, ne? Dass sie direkt rüberfahren. Das hast du bei keinem anderen Fahrzeug. Ich bin damals... Was kannst du noch zuhören? Oh, Olli. Nur 230. Jetzt weiß ich, wie sich der Klaus fühlt, wenn ich fahre. Ja, das glaube ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt gerade bei dem Hubbel, da war Du das merkst, halt... wie der wirklich Der ist so, halt einen Meter ne? nach rechts gegangen. Ja. Ja, klar. Er ist halt so hart, dass er auch teilweise springt, wenn wirklich extreme Hubbel so sind. Die Bremsen finde ich echt nicht gut. Aber du merkst hier, wie die weich geworden sind, ne? Im Gegensatz zum Losfahren ist das schon Ja, Gibt das ist deutlich schon- mehr nach. Das ist schon definitiv was. Bei vielen anderen Autos, zum Beispiel bei meinem GTI, dauert das ewig lang, bis der warm ist. Warum? Weil er den Motor sofort anfängt zu kühlen. Das macht der GT3 nicht. Der fängt erst mit der Motorkühlung an, wenn der auf seiner Temperatur ist. Okay. Deswegen wird er extrem schnell warm, aber du musst trotzdem ja auch die Reifen warm fahren und alles. Das Ja, braucht klar. immer so ein bisschen seine Zeit. Also rechts ist frei. Das sind die letzten Worte des Beifahrers. Hier ist doch 100. Du machst mich wahnsinnig, Olli. Ich dachte, das wird so ein ganz entspannter Nachmittag. Ich setze mich so in mein Auto, denke so, Wo ist denn der Tempomat? ach, die Sonne Hier. scheint schön, So, ne? Automatik. Der Tempomat. Ich denke so, die Sonne scheint schön, setz dich mal ganz gemütlich in den GT3 und fährst mal eine gemütliche Runde. Ruft mich der Olli an, weißt du, fährt hier wie so ein voll Bekloppter erstmal. Quatsch.
Ich bin die ganze Zeit vorschriftsmäßig Ja, du gefahren, hast möchte ich recht. nur noch mal betonen. Ja. Ne? Mhm. Da hinten war offen man und kann hier auch war mit, 100. man kann auch mit 300 vorschriftsmäßig fahren. Eben. Vorschriftsmäßig ist eine weite Spanne. Ja, halt fest. Oh, Olli, pass auf. Denk dran, der Deckantrieb. Ja, eben. So. Der Sound ist halt geil, ne? Ja, Richtig schön am Rollen. Ne? ist halt was anderes als beim AMG. Ja, viel höher. Also ich wette, der fährt sich mit Sommerreifen ganz anders, ne? Ja, das ist Das ein merkst du richtig, wie extremer der am Unterschied. Schwimmen ist. Oh, ekelhaft. Ne? Die Sommerreifen sind ja auch wesentlich breiter nochmal. Und hinten auch. Hinten siehst du, die Winterreifen stehen extrem drin. Und dann die Semi-Slicks, ne? Die kleben ja wirklich an der Straße. Also als die gerade Ja, genau, jetzt sehe ich es nichts für mich. als die gerade frisch umgezogen wurden, habe ich so einen dermaßen Unterschied gemerkt. Das ist schon krass. Ich glaube, das letzte Mal habe ich so ein Gesicht gemacht, als ich mit dem Stuck über Nürburgring gefahren bin. Was ist das denn hier? Ach, das ist der T-Roc. Den habe ich auch noch nicht live Ich habe noch nicht gesehen. live gesehen. Aber der ist aber ganz schön groß. Ich habe mir den kleiner vorgestellt. Lebt drin. Jetzt hat er in den Spiegel geguckt. Ja, das hast du wirklich ganz oft mit dem GT3. Aber die ziehen dann wenigstens nicht Wollte ich rüber. gerade sagen, der hat wenigstens nicht rüber. Die blinken, gucken, sehen, bleiben rechts. Wenn ich mit dem Golf fahre, ziehen die trotzdem rüber. Das ist wirklich ein dermaßen Unterschied in den beiden Autos. Also ich habe, da können deine Zuschauer gerne mal bei mir auch im Kanal gucken. 2014 habe ich mir den Z435i geholt und da bin ich auch einen Porsche Boxster Probe gefahren. Und davon gibt es ein Video in meinem Kanal. Und da war das ganz extrem. Da bin ich das erste Mal so richtig eine längere Strecke mit Porsche gefahren. Und da hatte ich richtig krass diesen Effekt auf der Autobahn. Du fährst auf der linken Spur, fahren alle rüber. Ja, vor allen Dingen, wenn du so eine knallige Farbe auf dem Auto hast. Genau das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Jetzt ist mir warm. Von ganz gemütlich Vom gefahren. Beifahren. Bist du ein guter Beifahrer? Nein. Ja, siehst du. Bei ich dir auch nicht. schon. Wir sind ja schon mal zusammen gefahren. Ja, aber das war ja auch nur Landstraße. Das ist Traktionskontrolle, alles so Ja, drin, ne? ist alles an. Hätte ich das mal vorher ausgemacht, hätte ich jetzt wenigstens besser fahren nicht. können. Klar. Also sogar der Niki Schelle hat zu mir gesagt, das ist mit eins der schwersten Autos, die ich mir wollte da gerade sagen, ausgesucht es gibt habe. wirklich Autos, die kannst du richtig gut auf der Hinterachse Ja. bewegen und welche, wo es schwerer ist. Das ist definitiv stimmt. so. Ja, das stimmt. Und so dein finaler Eindruck, so wie du es dir vorgestellt hast? Oder Es ist schlechter, besser? Es ist ein technisch anderes Auto als der 996, also Spiegelei GT3, den ich damals gefahren bin. Der fuhr sich mehr, du warst mehr eins mit der Straße. Du musstest viel mehr arbeiten, viel mehr lenken und so. Also das, was du jetzt quasi am Anfang prophezeit hast, hatte ich damals viel mehr das Gefühl. Das hab ich Ja, auch noch das in ist Erinnerung. natürlich was ganz anderes. Hier steckt nur. natürlich viel mehr Technik drin, ist ja ein paar Jahre auch vergangen in der Zeit natürlich. Nichtsdestotrotz hat auf jeden Fall Bock gemacht, geht gut ab. Ich freue mich auf die Sommerreifen. Ja, ich würde sagen, jetzt fahre ich mal eine Runde. Ja, gerne. Und das seht ihr auf Bei Ollis mir, Channel. 83 Metu, Genau, 83 mit Tür. Ich blende es auf jeden Fall hier irgendwo noch so ein, je nachdem, wo es gerade erscheint. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, meine Gesichter waren so lustig, wie ich es gefühlt habe. Da entsteht bestimmt ein gutes Thumbnail bei. Ich hoffe. Und nicht vergessen, bei Ollis Channel vorbeizusehen und nicht vergessen, meinen Channel zu abonnieren. See you later. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios.